Westfalen im Frühjahr 1945. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf besetzen amerikanische und britische Truppen die Region zwischen Ruhr und Weser. Am Anfang steht eine der größten Landeaktionen der Geschichte. Am 23. und 24. März überqueren britische und amerikanische Truppen bei Wesel den Rhein. Begleitet wird die Offensive von massiven Luftbombardements. Durch sie bekommen in den letzten Kriegswochen noch viele bislang verschonte westfälische Städte die ganze Wucht des Krieges zu spüren. Das hochtrabend als Westfalenwall titulierte deutsche Verteidigungssystem erweist sich gegen die personell und materiell hoch überlegenen Alliierten als völlig wirkungslos. Während britische Truppen von Wesel aus das westliche Münsterland überrollen und in den Ostertagen gemeinsam mit amerikanischen Einheiten Münster einnehmen, prescht die 9. US-Armee südlich von Münster nach Osten vor. Am 1. April trifft sie bei Lippstadt auf Verbände der 1. US-Armee, die vom Brückenkopf Remagen aus nach Nordosten marschiert waren. Durch diesen Zangenschluss werden rund 320.000 deutsche Soldaten im sogenannten Ruhrkessel eingeschlossen. In nur 3 Wochen erobern die US-Truppen unter dem Oberbefehl von General Eisenhower bis zum 21. April das industrielle Herz Deutschlands. Begleitet werden die amerikanischen Einheiten von Kamerateams der US Signal Corps. Eingebettet in die vorrückenden Truppen halten sie in zum Teil spektakulären Bildern die Besetzung der Region auf Film fest. Schrifttafeln enthüllen die Namen und Einheiten der US-Kameraleute. Die sämtlich in Schwarz-Weiß gedrehten Filmaufnahmen dienen verschiedenen Zwecken. Außer zur taktischen Kriegsplanung, Schulung und moralischen Aufrüstung der Truppe finden sie auch in Kino-Wochenschauen Verwendung. So wird die heimische Bevölkerung in den USA über den Fortgang des Krieges unterrichtet. Dazu werden die Aufnahmen neu zusammengeschnitten, nachträglich vertont und kommentiert. Nicht zuletzt soll das Material die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes dokumentieren. On 2nd April, the 2nd Armored Division, 9th Army, liberated 10,000 Russians from Stalag 326 near Paderborn. Starved by the Nazis. Diese Sequenzen aus einem Zwangsarbeiterlager bei Stukenbrock finden später Eingang in die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Heute lagern sämtliche Filmaufnahmen, die die Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs drehten, in Washington. Rund 8 Stunden Filmmaterial sind für diese Dokumentation gesichtet und kritisch analysiert worden. Die aussagekräftigsten Szenen wurden ausgewählt, mit Musik unterlegt und mit einem Kommentar versehen. Die Aufnahmen zeigen die Geschichte des Kriegsendes in Westfalen aus der Perspektive der Amerikaner. Obwohl viele Szenen erkennbar inszeniert sind, bilden sie heute einzigartige Dokumente der Zeitgeschichte. Einerseits, weil es zumeist die einzigen bewegten Bilder überhaupt vom Kriegsende in den Städten und Dörfern Westfalens sind. Andererseits, weil sie einen Blick von außen auf Ende und Neuanfang 1945 werfen und Aspekte ins Bild rücken, die in den zeitgenössischen deutschen Berichten nicht vorkommen. Nicht zuletzt illustrieren die Filmaufnahmen, wie die amerikanischen Truppen sich selbst sahen und wie sie in der Heimat von den Deutschen und von der Nachwelt gesehen werden wollten.